Ja, das ist jetzt das erste Video mit dem iPhone. Sachen sind gefroren. Wir sind auch gefroren. Ja. Wie war die Nacht, Anne, bei dir? Ja, noch etwas holprig. Ja. Die Matratze ist sehr laut. Und rutschig. Okay. Ja, bei mir war die Downhose war echt okay. Temperatur hat gepasst. Downjacke war auch okay. Ich hatte halt nur drunter ein Merino-T-Shirt. Das war zu wenig. Da war mir letzten Stunden ein bisschen kühl. Ja, das Zelt müssen wir noch mal lernen, richtig aufzubauen. Aber das kriegen wir auch hin. Gut, dann ja, bauen wir ab und fahren los. Wir fahren jetzt vom Campingplatz ab. Und fahren nach Dahn rein, suchen uns einen Bäcker. So, einen letzten Schluck noch eben. Ja, der Morgen startet auch ein bisschen holprig. Ja. Anne musste gerade beim Bäcker noch telefonieren. Ja, das hat gedauert. Dann gerade nochmal Kette ein bisschen geölt und gesäubert von gestern. Gerade Leergut weggebracht. Aber Und jetzt starten wir durch. Ja. An diesem wunderschönen Tag. Zum Glück habe ich einen Croissant gegessen. Die Topografie von heute sieht vor, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Anstieg haben. Dann geht es einige Kilometer bergab. Und ja, dann nochmal einen kleinen Anstieg und einen großen. Und dann noch einen kleinen. Es geht bergauf, die Regenjacke aus, Schweißproduktion an. Eine Mutterkuhherde da oben, das ist ja wirklich süß. Anne rastet fast aus. Oh, wir müssen hier hoch, Anne. Ja, also wir gucken uns das mal an. Oh Gott, sind die so putzig. So von der Entfernung noch erst recht. Wie heißt das, Anne? Bärenhof. Okay. Hier in der Gegend gibt es genügend Sandsteinfelsen, die gestern oder heute Morgen auf dem Campingplatz, die waren auch klettern. Und da geht's runter. Ja, der Anstieg zieht sich ziemlich lang. Ganz schön anstrengend. Aber wir sind gleich oben. Coole Sitzbank hier. Was steht hier? Pfälzer Schorle. Die erste Nacht im Zelt ist ja immer wieder spannend und gestern Abend hatte ich erst den Eindruck, ich kann gar nicht einschlafen. Ja, und irgendwann wache ich aber wieder auf und merke, oh, jetzt habe ich aber 2-3 Stunden geschlafen. Also, ja, aber dann wieder wach gewesen und naja, muss man sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Eingrooven. Mit dem Equipment noch ein bisschen sich akklimatisieren. Ja. Morgen. Und die Weste wieder an. Ja, es ist ein bisschen ein Hin und ein Her. Ja. Aber so ist das, wenn es rauf und runter geht. Hier ist ein Papierwerk, wo Buchmann Karton. Ja. Hier waren wir schon mal, das merken wir gerade.
Ich drehe mich gerade um. Und was hat der Herr Dorni in der Hand? Diese kleine Naschkatze. Ja, da hoch müssen wir. Wir wechseln auf kurz. Ja, kurz. Kurz. Fast. Fährst du weiter? Ja, sie fährt weiter. Jo. Ja, wir sind oben und es geht gleich wieder runter. Mach nochmal, Anne. Ich habe es geschafft. Anne hat eine Schraube verloren vom Glied. Wir haben es jetzt nochmal festgezogen. Hoffen, dass das reicht. Deswegen immer ein Ersatzglied bzw. Schrauben mitnehmen oder regelmäßig vor allem festdrehen. Hier ist ein Anglerteich. Mal gucken können, ob das Trinkwasser. Hier. Ich hab kein Trinkwasser, wie geil. Ja, okay, also weiter. Und ich habe mich schon gefreut. Die Walzheimer Hütte da oben hat leider zu. Deswegen vom nächsten Anstieg noch mal ein paar Haribo Colorado. Jo, da geht's weiter. Wir sind wieder auf dem Climb, 2,3 Kilometer noch, 184 Höhenmeter. Ja, und Kälbesteigungen viel, 10% ungefähr. Anna hat hier gerade nach einer Trinkwasserstelle gesucht, aber oh Wunder, es gab keine. Keine unterirdische Superanlage, hast du Das gesagt? ist die Unterzuckerung. Ich habe schon Vater, wie nennt sich das? Fata Morgana? Mhm. Nee, wie nennt sich das? Ja, ja. So Wunschdenken. Eine sprudelnde Quelle. Ja. Mit frischem Trinkwasser. Hi. Hallo. Hallo. Ja, ein ewig langes Stück hat gleich sein Ende. Boah. Geschafft. Shit. Wie shit. Da hat mir ganz Wasser passiert. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Wasser herbekommen. Aber jetzt geht es erstmal bergab. Wasser. Forsthaus Heldenstein. Hier waren wir gerade super essen. Hi. Hi. Noch 30 Kilometer. Wahnsinn. Ja, jetzt sind es noch 29 Kilometer und wir peilen mal einen Zug in 2 Stunden in Bad Dürkheim an. Könnte klappen.
Geht auch viel berg runter. Es wird ganz dunkel. Dieser Teilabschnitt ist wieder super cool. Ja, jetzt sage ich es gerade. Ne? Oh nee, dann trage ich einfach mal drüber. Es geht bergab. Warte, dieses vor. Okay. So, der Endspurt für heute. Noch 16 Kilometer. Ja, Jetzt bin ich auch müde. dann reicht es auch jetzt für 2 Tage. Ja, dann ist schon direkt Sonntagabend und morgen früh wieder arbeiten. Herrlich, ne? Jetzt noch so einen Tag frei morgen. Wir suchen schon seit Kilometern nach einer Trinkwasserstelle. Hier ist ein Friedhof. Eingehen. Kein Trinkwasser, scheiße. Letzter Berg für heute, 12,6 Kilometer noch, 300-400 Höhenmeter. Yeah. Wir haben den Dienst für heute quittiert. Letzten Anstieg haben wir uns gespart. Sind jetzt hier an der Tanke. Ein bisschen Erfrischungsgetränke, stilles Wasser, füllen wir gleich nochmal um. Übrigens Tipp, an der Tankstelle, wenn ihr Getränke kauft und die direkt umfüllt, ich frage immer, ob der das Pfand direkt abziehen kann. Das machen die immer. Ja, jetzt sind wir schon in Bad Dürkheim, gleich am Zug und dann, ja. Geht's ab nach Hause. Ich habe mir auch gedacht, ich bringe mal ein bisschen was Fahrradspezifisches in jedem Video. Und diesmal etwas zu der Rahmengröße. Oft passt ja die Rahmengröße einfach. Manchmal ist man aber zwischen 2 Rahmengrößen. Und da ist wichtig zu verstehen, dass die Sattelhöhe, also von da bis hier, immer die gleiche ist, egal welche Rahmengröße ich habe. Das bemisst man einfach, indem man die Innenbeinlänge misst. Ja? Also angenommen, ich habe jetzt 100 cm Innenbeinlänge, dann gibt es eine Faustformel, das multipliziert man mit 0,885. Dann kommen also 88,5 cm raus. Und dann misst man von Kurbelmitte parallel hier zum Sattelrohr hoch bis Oberkante. Und das müssen dann 88,5 cm sein. Das ist eine Faustformel, es ist immer ein bisschen individuell, zum Beispiel spielt die Sohlendicke der Schuhe eine Rolle, aber ungefähr passt das. So. Und dann sieht man, dass jetzt also der Sattel dann hier zur Oberkante Steuerrohr ein gewisses Gefälle hat und auch zum Lenker. So, und das ist immer gleich. Das ist jetzt ein L-Rahmen. Habe ich diese 88 cm bei Annes Fahrrad wäre mein Sattel hier oben. Ja, und dann habe ich ein extremes Gefälle von hier bis hier runter. Ja. Das heißt also, man kann sagen, wenn ich zwischen 2 Sattelgrößen bin, dann, also wenn ich zwischen 2 Sattelgrößen bin und ich möchte sportlicher fahren, also geduckter, dann will ich eher den kleineren Rahmen. Das macht man zum Beispiel bei einem Rennrad. Möchte ich aber eher komfortabler und ein bisschen aufrechter sitzen, dann wähle ich eben die größere Größe. Ja. Das war's. Hört sich schon mal ein. Die Mandelblüte. Mandelblüte. Ja. Wir sind am Bahnhof in Bad Dürkheim. Jetzt drehe ich mich plötzlich um und wen sehe ich in der Bahn sein Fahrrad repariert. So, unser Bikepacking-Wochenende in der Pfalz geht zu Ende. Ja, das war ordentlich mit 160 Kilometern und mehr als 3000 Höhenmetern. Ja, und wir hatten richtig tolles Sommerwetter. Teilweise 20 Grad, Sonne und blauer Himmel natürlich. Ja, und dann verabschieden wir uns
Ich wünsche Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Abend. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Mario Dorn. Und wer das jetzt verstanden hat, der schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Ciao! Ciao.